Wie setzen wir das Konzept jetzt in der Wirklichkeit um? Zunächst einmal müssen wir mit Staaten, mit Regierungen verhandeln. Und die ganze Geschichte hat ja schon angefangen. Ich bin also selbst und mit Partnern schon dabei, mit Regierungen zu verhandeln über die zur Verfügungstellung eines Gebiets, um eine freie Privatstadt oder eine ähnliche Zone dort zu etablieren. Dazu muss man ganz klar festhalten, das geht nie aus Idealismus von Seiten des Staates, sondern hier geht es um knallharte Interessen. Wenn eine Win-Win-Situation geschaffen werden kann, wenn also beide Parteien davon was haben, wie am Markt auch sonst, dann kann so ein Deal zustande kommen, sonst nicht. Also ein Staat kann nur dafür gewonnen werden für so ein Modell, wenn er sich selbst Vorteile davon verspricht. Was können es für Vorteile sein? Das sind in erster Linie Investitionen, Arbeitsplätze, Reputationsgewinn, den er sonst nicht hätte. Es liegt auf der Hand, dass stabile, erfolgreiche Staaten nicht unbedingt Veranlassung haben, so ein Experiment zuzulassen. Es wird daher am Anfang so sein, dass es eher Staaten sind auf der zweiten, dritten Reihe, die vielleicht auch Entwicklungsprobleme haben, die Stabilitätsprobleme haben und die einfach nach neuen Ideen suchen, wie sie das Los ihrer Bewohner verbessern können. Und das ist ein fairer Deal, nicht wahr? Diese Staaten geben einen Teil ihrer Macht, einen Teil ihrer Souveränität ab und sollen dazu im Gegenzug auch etwas bekommen, nämlich Arbeitsplätze, ein stabiles Umfeld. Was bei der ganzen Sache hilft, ist, dass es weltweit schon über 4000 Sonderwirtschaftszonen gibt. Wenn man jetzt ankommt, kommt man nicht unbedingt mit dem Thema freie Privatstaat, was ganz Neues, private Staatsdienstleistungen, sondern man kommt mit dem Thema Sonderwirtschaftszone Plus. Wir entwickeln einfach bestehende Sonderwirtschaftszonen weiter. Sonderwirtschaftszonen sind heute schon so, dass sie Steuer- und Zollerleichterungen zulassen, manchmal auch rechtliche Regelungen im Arbeitsrecht, zum Beispiel Sozialrecht. Es gibt sogar schon Sonderzonen in Dubai und Abu Dhabi, die eigene Rechtssysteme haben, die vom Mutterstaat abweichen. Man muss also gar nicht so weit weggehen und man macht einfach nur den nächsten Schritt und sagt, okay, wir wollen ein eigenes Rechtssystem und auch eigene Verwaltungseinheiten. Wir wollen eine gewisse Autonomie. Wir sind aber dafür bereit, auch Arbeitsplätze zu schaffen, vielleicht auch einen Teil unserer Gewinne an den Staat abzutreten, den sonst wie finanziell zu entschädigen. Wir nutzen ja immerhin dann dessen Institutionen, die Sicherheit. Man ist ja noch Teil dieses Staates, die konsularische Vertretung und so weiter. Also ist es auch fair, wenn der Staat dafür einen gewissen Beitrag bekommt. Man muss sich das so vorstellen wie das Verhältnis Hongkong-China. China ist der Souverän, Hongkong gehört zu China, hat aber ein eigenes System. Das nennt man eine Sonderverwaltungszone und Hongkong hat eine eigene Regierung, es hat sogar eine eigene Währung, hat ein eigenes Rechtssystem, was von dem chinesischen abweicht, nämlich ein englisches Common-Law-System und kann seine Regeln auch selber machen, hat ein eigenes Parlament auch. Also da kann man etwa, wenn man einen Vergleich sucht, freie Privatstaat, Gastgeberstaat, ist es etwa ein Verhältnis wie zwischen China und Hongkong. Ist eine freie Privatstaat etwas für Sie? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Teilnahme ist freiwillig, die Teilnahmebedingungen sind vorher bekannt. Gute Ideen brauchen keinen Zwang.